Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist ein neues Rüstungsset online und zwar das Black Knight Set, angelehnt an die Artus-Saga. Ob es sich lohnt, davon irgendetwas zu holen, das Siedlungsset oder das Rüstungsset, das erfahrt ihr heute im Video. Ihr seht ja, auf meinem Kanal bekommt ihr die geballte Ladung Assassin's Creed Lore, News und Guides. Wenn ihr also nichts verpassen wollt davon, dann lasst jetzt gerne mal ein Abo da. Außerdem werde ich auch ab nächster Woche mit Far Cry 6 loslegen. Aber ich würde sagen, wir starten mit dem Dunklen Ritter. Hierbei gibt es wieder das Rüstungsset, das Schiffsset und das Siedlungspaket und wir fangen mit dem Schiffsset an. Das Schiffsset kostet ganze 500 Helix-Credits, also 5 Euro. Kann man machen, ja, ist natürlich immer eure Entscheidung. Hier das Segel, da fangen wir mal an, ist einfach ein solides Kreuz. Ich finde, ist jetzt nicht das spannendste Schiffsset. Die Schilde haben natürlich auch ein Kreuz, ganz klar, angelehnt eben an die Ritter der Tafelrunde und in den Legenden oder in einigen Legenden war der Dunkle Ritter einer der Ritter der Tafelrunde von König Arthur. Dazu haben wir vorne natürlich diesen Ritter, ja, mit seiner Rüstung und hinten ein kleines Kreuz. Was interessant ist vorne beim Ritter, da gibt es im Gesicht irgendwie etwas Leuchtendes und ich kann nicht ganz deuten, was es sein soll. Ihr seht es ja hier auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es auch wirklich nicht erkennen, aber das werden wir später noch bei den Siedlungsbelohnungen besser sehen können. Für mich ein klares No-Go, dieses Schiffsset zu kaufen, weder im Shop noch bei Reda. Dementsprechend machen wir weiter mit den Siedlungsbelohnungen, denn dort tatsächlich, finde ich, einige Dinge kann man sich bei Reda auf jeden Fall gönnen. Hier fangen wir mit dem Siedlungsbaum an und dort finde ich den eigentlich ganz solide. Man hat einen typischen Herbstbaum mit gelben und roten Blättern, hat dazu 2 Statuen, die davor stehen und so eine kleine Absperrung. Also ich finde, der sieht realistischer aus als die anderen Bäume, auch mit diesem kleinen Ablagetisch dort, finde ich auf jeden Fall deutlich angenehmer und passt auch besser rein als so ein Fantasy-Baum, wo Lava rauskommt. Was hattet ihr davon bisher? Ich finde diesen Baum eigentlich ganz solide. Hier nochmal quasi in der Obenansicht, in der Vogelperspektive wortwörtlich. Da sieht man es nochmal besser. Passt auf jeden Fall jetzt zum Herbst. Bei den klassischen Siedlungsbelohnungen gibt es eine Statue des Dunklen Ritters und ich finde, die sieht schon sehr angsteinflößend aus. Auf jeden Fall, wenn die zu Beginn sichtbar ist, am Eingang der Siedlung zum Beispiel. Das sieht schon cool aus. Ich finde, so eine Statuen passen auf jeden Fall besser rein als so leuchtende Objekte. Ich finde, klasse, solide. Natürlich passt es jetzt nicht ins Wikingerzeitalter, muss man auch ganz klar sagen. Das spielt, glaube ich, weit im Voraus. Also eher im 11., 12. Jahrhundert als jetzt hier im 8. Jahrhundert. Die nächste Belohnung wäre der Goldene Wanderer. Da muss ich sagen, kann ich nichts mit anfangen. Das ist natürlich eine Goldstatue, die sieht ganz solide aus, aber habe ich jetzt keinen Bezug zu, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da können wir aber gleich weitermachen mit dem nächsten, nämlich die Statue des Drachenritters. Und ich bin euch ehrlich, ich habe noch nie so eine riesige Siedlungsbelohnung gesehen. Und wenn es die bei Reda gibt, würde ich euch empfehlen, die einfach mal zu holen. Ich finde die klasse. Ja, dieser massive, mit dem fetten Oberarm bestückte Ritter und auf seinen Schultern der Drache. Sieht fantastisch aus, beziehungsweise auf Steinen sogar. Und man kann halt bis zur Flügelspitze hochklettern. Ich finde, das ist ein cooles Ding. Passt auf jeden Fall nicht in die Siedlung, aber sieht einfach geil aus. Tja, und das letzte wäre dann tatsächlich ein Flammenritter, also den Ritter, den wir schon am Schiffsset gesehen haben, nur auf einem Scheiterhaufen. Und hier erkennt man auch natürlich deutlich besser, was da in seinem Auge ist. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Es sieht aus wie so ein Radar. Ich kann es mir nicht genau erklären. Ist okay. Ich weiß nicht, wieso der Ritter jetzt brennt. Vielleicht könnt ihr mir das beantworten. Schaut mal hier nochmal. Ich zoome mal jetzt ein bisschen ran. Und da sind irgendwelche Symbole, aber ich weiß nicht ganz genau, was das sein soll. Deswegen lassen wir das mal euch übrig. Ja, ihr könnt das in den Kommentaren diskutieren und beantworten. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Overall muss ich sagen, die Siedlungsbelohnungen für 500 Helix-Credits lohnen sich nicht. Bei Reda auf jeden Fall. Also bei Reda würde ich mir auf jeden Fall den Flammenritter holen, beziehungsweise die Statue des Drachenritters. Das wäre schon lohnenswert, der Rest auf jeden Fall nicht. Reittiere gibt es natürlich auch wieder im Set und zwar haben wir hier einen Puma, soweit ich es richtig erkenne, beziehungsweise einen Panther. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alle Tiere, die wir in der Welt bereiten können, beritten. Ja, es fehlen eigentlich nur noch Schildkröten und ich weiß nicht, was noch, keine Ahnung, ja. Drachen, die wir tatsächlich auch reiten können, das gibt es noch nicht. Aber vielleicht kommt da ja auch was. Man weiß ja nicht. Ist okay. Passt natürlich überhaupt nicht rein. Auch nicht in dieses Set vom Dunklen Ritter. I don't know. Ist ganz nice to know, nice to have, so ein Panther. Aber ja, dazu gibt es natürlich noch einen Drachen. Wer hätte es gedacht? Ja, ist ja logisch. Das Thema ist mit dem Drachen, mit Drachenlegenden behaftet. Und der hat so goldene Maserung.
Ich bin eh nicht so ein Fan von diesen krassen Drachen. Ich finde, den einzigen Drachen, der sehr gut aussieht, ist der Niflheim-Drache und der Drache aus dem Set von Surd. Das sind die einzigen Sets, die ich irgendwie cool finde, was Drachen so angeht. Sonst lieber ein Rabe. Was würdet ihr wählen? Drache oder Rabe? Und jetzt, meine Freunde, kommen wir zu dem Thema, weswegen ihr eigentlich hier seid, nämlich die Rüstung. Bevor wir das machen, würde ich mich aber sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr mir einen Dränger-Daumen nach oben da lasst und einfach mal ein bisschen Support da lasst. Dankeschön auf jeden Fall erstmal im Voraus. Wir machen jetzt aber weiter mit der Rüstung und schauen uns die mal optisch an. Ich finde, sie hat einen sehr, sehr, sehr traditionellen Look. Das mag ich auf jeden Fall sehr besonders im Vergleich zu anderen Rüstungen, die auch ein bisschen Fantasy belastet sind. Passt auf jeden Fall nicht ins Wikinger-Zeitalter, zumindest passt es aber in die Realität. Mit diesem Visier oder Visor finde ich ganz cool. Dieser klassische Ritterhelm, wie man ihn halt kennt. Ein bisschen märchenhaft angelehnt, so ein bisschen mythenhaft angelehnt. Auch das Schild natürlich komplett übertrieben mit einem höchstwahrscheinlich Drachen drauf. Man kann es nicht ganz genau erkennen. Und hier diesmal auch im Vergleich zu der River Raid Rüstung, die Beschreibungen sind auch deutlich angenehmer. Aber die zeige ich euch später. Jetzt erstmal gucken wir uns das Ganze im Close-Up an. Hier haben wir wirklich die schönen Markierungen. Ist leider auf Full HD nur, deswegen nicht ganz so hochauflösend. Ja, ein bisschen Clipping da zu sehen. Und ja, die Axt, ganz, ganz nett. Ja, sieht aus wie ein Fledermausflügel, das soll es zumindest sein laut der Beschreibung. Ist ganz solide, man hat auch schöne Reflexionen. Man hat keinen Reskin, das ist halt ganz geil. Also ich sehe da zumindest keinen, wenn ihr es seht, lasst es mich wissen. Und jetzt gucken wir uns mal die Stats an, Freunde, weil das ist auch relativ wichtig. Die Stats der Rüstung sind ziemlich interessant, denn hierbei arbeitet die Rüstung mit den Waffen zusammen, beziehungsweise sie greifen ineinander. Und wenn man die Rüstung ausrüstet, hat man als erstes den Boni, dass man 20 plus Rüstungen bekommt. Und dazu, wenn man dann alle Teile ausgerüstet hat, steht Folgendes: Getroffen zu werden, erhöht deine Stapel. Sind die Stapel voll, werden die Gegner im Umkreis markiert und erleiden Schaden. Die Markierung lässt sie 5% mehr Schaden erleiden. Und hier steht noch mit der Markierung der Flügelachsen und des schwarzen Schilds stapelbar. Und genau, das ist auch der Punkt. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich zeige es euch mal hier im Kampf. Also, wenn ihr selber getroffen werdet, dann kriegt ihr so eine Art Counter. Der geht bis 5. Wenn ihr dann, sag ich mal, das 5. Mal getroffen werdet, dann löst sich dieser Counter. Ja, und Gegner in eurem Umkreis erhalten 5% mehr Schaden. Ja, beziehungsweise die Leute, die markiert sind, das sind so, ja, Markierungen am Kopf, die bekommen dann 5% Schaden. Instant. Schauen wir uns erstmal die Stats der Waffen und des Schilds an, denn danach erkläre ich euch ein bisschen, wie das alles funktioniert. Denn hier beim Schild sehen wir gleich erstmal eine schöne Geschichte, ob es nun ein aufwendig gestalteter Ochsenkopf oder der Schädel eines gehörnten Dämons ist. Dieser Schild lässt jene erschaudern, die ihn erblicken. Ja, also schöner Text, besser als auf jeden Fall bei Luchs Rüstung, die das Ganze so ein bisschen eher lustig gemacht hat. Aber hier die Vorteile: Gegner wird durch Treffer markiert, wodurch der zugefügte Schaden um 5% steigt. Heißt also, wenn wir Gegner treffen, markieren wir sie und sie bekommen so einen Marker. Und er bekommt dann 5% Schaden, wenn wir diesen Effekt auslösen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das stapelbar ist, also ob der jetzt, sage ich mal, insgesamt dann 10% Schaden bekommt. Aber das wäre sehr interessant, wenn ihr das halt mal herausfinden könntet. Wir schauen uns mal ganz kurz noch die Waffe an, denn die hat auch eine lustige Story. Da die Klinge wie ein Fledermausflügel geformt ist, schien der Name so passend, dass nicht weiter überlegt wurde. Flügelaxt sehe ich auch so, ja, das passt auf jeden Fall. Und die sieht auch schön aus, das sieht sehr, sehr schön aus und ist auch sehr, sehr schnell. Hier die Vorteile: Gegner wird durch Treffer markiert, wodurch der zugefügte Schaden um 5% steigt. Auch hier, das heißt insgesamt plus 15% Schaden, müsste eigentlich die Theorie sagen. In der Praxis funktioniert das so: Ihr habt hier im Kampf zum Beispiel ein paar Gegner, ihr markiert die, ja, durch Treffer, und wenn ihr dann 5-mal getroffen werdet, dann seht ihr, ja, entsteht so eine Aura, die alle Gegner, die markiert sind, Schaden erleiden lässt. Beziehungsweise, ihr wisst, was ich meine, also sie bekommen dann alle Schaden. So, das Ding ist allerdings, was ihr machen könnt: Ihr könnt zum Beispiel in eine Basis gehen, ihr könnt jeden Gegner einmal treffen, ja, wegrennen, Hit and Run, so nach dem Motto. Und dann, wenn ihr alle Gegner in der Basis markiert habt und vielleicht noch geile Runen auf eure Rüstung raufgemacht habt, hoffen wir mal, oder kann man halt hoffen, dass der Schaden so groß ist, dass nicht alle sterben, aber zumindest alle Gegner die Hälfte oder so ihres Lebens verlieren. Denn hier im Kampf in Gloucestershire, muss ich sagen, war der Schaden, den wir jetzt verteilt haben, ist ja auch nur 5%, nicht so groß, ja. Ziemlich interessanter Effekt. Kann man auf jeden Fall ausreizen, allerdings daher nicht verwendbar mit anderen Sets, würde ich jetzt sagen. Also es ist nicht verwendbar mit anderen Waffen, man kann es nicht austauschen, also von daher sehr, sehr inflexibel, bisschen schade.
und man muss die Rüstung komplett nutzen, was ein bisschen langweilig ist. Man kann es bestimmt transmoggen, da bin ich mir sicher, aber ja, an sich nicht so nice. Doch was haltet ihr von dieser Rüstung? Wie findet ihr sie? Unabhängig jetzt vom Preis, denn man muss ganz klar sagen, 30 Euro für all das auszugeben ist schon happig. Ich würde es nicht machen, ja, 20 Euro für die Rüstung, 5 Euro für das Schiffsset und 5 Euro für die Siedlungsrüstung. Na gut, ich habe es ja gemacht, also von daher, aber ich mache es ja für euch. Und das Ding ist ja auch, ich investiere da gerne drin. Ab und zu bekomme ich auch mal von Ubisoft Helix Credits, also das macht das Ganze auf jeden Fall einfacher. Aber jetzt eure Meinung in die Kommentare, Freunde. Und wenn ihr schon abonniert habt, dann bitte nicht die Glocke vergessen. Denn ich bin wieder da, Marathon ist vorbei. Das heißt also, ich bin wieder mehr zu Hause in Anführungsstrichen und kann mich mehr hierauf fokussieren. Danke für euren Support und wir sehen uns im nächsten Video. Far Cry 6 wird wild, Valhalla wird auch wild, Discovery Tour wird nice, da kam ein Trailer raus, kommt auch ein Video. Also, das war's von meiner Seite. Chill mit Ö, nicht und schau mit V, na klar. Aber die Glocke habt ihr aktiviert, ne? Ja, Evo, die haben die Glocke aktiviert. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.